Schön, dass du da bist. Stell dir vor, dein Gehirn könnte im Schlaf Deutsch lernen. Klingt verrückt? Die Wissenschaft sagt, es ist möglich. Komm, wir finden gemeinsam heraus, wie das geht. Hast du schon einmal versucht, Deutsch im Schlaf zu lernen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Kapitel 1 Eine seltsame Idee. Im Schlaf lernen. Du bist müde nach einem langen Tag. Du gehst ins Bett. Du schließt die Augen. Du schläfst ein, aber dein Handy bleibt an. Schöne deutsche Wörter werden leise abgespielt und immer wieder wiederholt. Du bist nicht wach, aber vielleicht hört dein Gehirn noch zu. Viele Menschen möchten Deutsch sprechen, aber sie sind beschäftigt. Sie sind müde. Sie wollen einfach lernen und probieren neue Ideen aus. Eines Tages siehst du ein Video. Deutsch im Schlaf lernen. Es scheint wie Zauberei. Kein Lesen, kein Schreiben, kein Sprechen. Nur Schlafen. Zuerst klingt es komisch, aber die Leute versuchen es trotzdem. Sie hören Geschichten auf Deutsch, sie hören Wörter und Grammatik. Manche sagen, ich fühle mich morgens besser, ich erinnere mich an mehr Wörter. Andere sagen, mir hat es nicht geholfen. Warum glauben so viele Menschen an Lernen im Schlaf? Gehen wir zurück in die 1950er Jahre in Deutschland und Europa. Die Menschen sprachen über Maschinen, die im Schlaf Sätze spielten. Man nannte das Hypnopathie. Die Leute wollten so Sprachen lernen oder schlechte Gewohnheiten verlieren. Man dachte, das Gehirn sei nachts offen, aber später sagten Wissenschaftler, nein, das klappt nicht. Der Schlaf ist zu tief. Dann glaubten die Menschen nicht mehr daran, aber später kam das Internet. Heute gibt es viele Videos über Lernen im Schlaf. Menschen erzählen ihre Geschichten. Sie hoffen wieder, aber halt kurz an. Warum wollen wir das glauben? Weil es schwer ist, Deutsch zu lernen. Die Leute nutzen Bücher und Grammatik-Apps, aber sie sprechen trotzdem nicht gut. Sie fühlen sich festgefahren und suchen eine neue Methode, eine einfache Methode. Schlaflernen scheint ein Geschenk zu sein. Lernen, während man ruht. Es klingt wie Magie, aber die Wahrheit ist, Schlaf ist keine Magie, aber er ist stark. Wenn du schläfst, schaltet dein Gehirn nicht ab. Es reinigt, ordnet und erinnert. Das hilft beim Lernen. Aber kann dein Gehirn wirklich neue deutsche Wörter im Schlaf speichern? Das wollen wir erforschen. Doch zuerst eine Frage an dich. Warum schaust du dieses Video? Vielleicht bist du müde. Vielleicht hast du viele Methoden probiert, aber nichts hat funktioniert. Vielleicht bist du beim Sprechen schüchtern. Vielleicht sind deine Tage zu voll und du willst auch deine Nächte nutzen. Ich verstehe das gut. Viele Lernende fühlen so. Du suchst nach etwas Einfacherem, Sanfterem. Darum ist dieses Video für dich. Kapitel 2 Was passiert in deinem Gehirn, wenn du schläfst? Schließe die Augen und atme langsam. Du schläfst ein. Dein Körper ruht, aber dein Gehirn arbeitet weiter. Es reinigt sich. Es wählt aus, was es behält und was es vergisst. Der Schlaf hat 4 Phasen. Sie wiederholen sich in der Nacht,
Die aktivste heißt REM-Phase. In dieser Phase träumst du. Dein Körper schläft, aber dein Gehirn ist sehr aktiv. Hier liegt das Geheimnis. Im Schlaf arbeitet dein Gehirn mit dem Gedächtnis. Es nimmt, was du tagsüber gelernt hast, und behält, was wichtig ist. Den Rest vergisst es. Wenn du heute Abend 10 neue deutsche Wörter lernst, prüft dein Gehirn, ob sie wichtig sind. Es fragt, ob sie lustig oder spannend waren. Waren sie Teil einer Geschichte? Dann behält es sie. Wenn nicht, löscht es sie. Das nennt man Gedächtniskonsolidierung. Dabei werden Erinnerungen stärker. Was heißt das für dich? Wenn du vor dem Schlafengehen eine Geschichte auf Deutsch liest, kann sich dein Gehirn diese besser merken. Wenn du die Wörter nachts wiederholst, prägen sie sich tiefer ein. Wenn du nachts eine deutsche Audio hörst, kann dein Gehirn sie leise wahrnehmen. Aber ehrlich gesagt, im Schlaf lernst du nichts Neues. Du erinnerst dich nur an Dinge, die du schon wach gelernt hast. Dein Gehirn ist schlau. Es lernt besser, wenn du Freude oder Gefühle spürst. Deshalb helfen Geschichten mehr als Wortlisten. Du kannst also nachts Deutsch hören, aber genieße die Wörter zuerst, wenn du wach bist. Dann kann dein Gehirn sagen, das kenne ich. Hast du schon einmal von etwas geträumt, das du kurz vor dem Schlafen gedacht hast? Dein Gehirn hilft dir dabei. Vielleicht kann auch Deutsch Teil deiner Träume werden. Die Wissenschaft über Lernen im Schlaf ist spannend. Manche Menschen sagen, Lernen im Schlaf ist Täuschung. Andere glauben, es ist Magie. Doch die Wissenschaft sucht immer die Wahrheit, auch wenn sie uns nicht gefällt. Wissenschaftler wollten wissen, ob das Gehirn wirklich im Schlaf lernen kann. Sie brachten Menschen in ruhige Räume und schlossen Maschinen an ihre Köpfe an. Diese Maschinen zeigten die Gehirnwellen. Man konnte sehen, wann das Gehirn wach war und wann es tief schlief. In einer bekannten Studie spielten Forscher im Schlaf Wortpaare vor, zum Beispiel Hut, Apfel, Lampe, Fluss, 1, Grün. Die Menschen schliefen ruhig. Ihre Augen waren geschlossen. Sie bewegten sich nicht. Doch etwas passierte. Als sie aufwachten, zeigten ihnen die Forscher dieselben Wörter. Viele konnten sie besser verbinden, als es Zufall wäre. Nicht alle, aber mehr als erwartet. In einer anderen Studie wurden nur hohe und tiefe Töne gespielt. Die Menschen wachten nicht auf, aber ihr Gehirn reagierte. Es lernte nicht bewusst, aber es hörte zu wie ein Flüstern im Kopf. Dann kam ein Experiment in der Schweiz. Wissenschaftler spielten Wörter im Schlaf ab, aber nur solche, die die Menschen am Tag gelernt hatten. Die Hälfte hörte diese Wörter im Schlaf noch einmal, die andere Hälfte nicht. Am Morgen erinnerte sich die erste Gruppe besser. Ihr Gedächtnis war stärker. Schlaf half also, aber nur, wenn die Wörter schon bekannt waren. In einem anderen Versuch wurde sanfte Musik gespielt. Manche hörten auch eine Geschichte oder Lektion, die sie vorher gelernt hatten. Später waren diese Menschen ruhiger und erinnerten sich besser.
Die Musik brachte nichts Neues, aber sie half beim Entspannen. Ein ruhiges Gehirn merkt sich besser. Doch nicht alle Versuche klappten. Einige Forscher wollten neue Wörter und Grammatik im Schlaf lehren. Es funktionierte nicht. Das Gehirn ignorierte sie. Es behielt sie nicht. Warum? Weil das schlafende Gehirn nicht Neues lernen will. Es möchte sortieren und ordnen. Das ist die Wahrheit. Heute wissen wir, Schlaf hilft, Erinnerungen zu stärken. Wenn du vor dem Schlafen lernst, kann sich dein Gehirn Wörter besser merken. Wenn du im Schlaf dieselben Wörter hörst, wird dein Gedächtnis stärker. Aber du kannst nichts Neues nur durch Schlafen lernen. Lernen im Schlaf ist keine Zauberei, es ist keine Abkürzung. Es ist ein Werkzeug, wenn du es richtig nutzt. Lerne Deutsch am Tag. Schlafe in der Nacht. Spiele bekannte deutsche Geschichten ab. Dein Gehirn wird sagen, ja, das kenne ich. So lernst du nicht alles neu, aber du erinnerst dich besser. Kapitel 3 Was du im Schlaf lernen kannst und was nicht. Seien wir ehrlich, du bist nicht nur wegen der Wissenschaft hier. Du willst antworten. Du willst besser Deutsch sprechen. Du willst dir neue Wörter merken. Du willst Deutsch verstehen und schnell sprechen. Jetzt fragst du dich, ob Schlaf dir helfen kann. Auch hier ist die Wahrheit. Was du im Schlaf nicht lernen kannst. Du kannst die deutsche Grammatik nicht im Schlaf lernen. Dein Gehirn muss vergleichen. Es muss kleine Unterschiede sehen. Das passiert, wenn du wach bist, wenn du sprichst oder schreibst und übst. Grammatik ist zu schwierig für den Schlaf. Wenn du sie im Schlaf hörst, kann dein Gehirn sie einfach ignorieren. Du kannst im Schlaf auch nicht fließend sprechen. Sprechen braucht Übung. Du musst Deutsch sprechen, Fehler machen und mit Menschen reden. Schlaf kann das nicht. Es ist wie vom Fahrradfahren zu träumen. Es ist keine echte Übung. Was du im Schlaf lernen kannst. Du kannst dir Wörter besser merken, wenn du sie vorher gelernt hast. Wenn du abends 10 neue Wörter lernst, wiederholt dein Gehirn sie im Schlaf. Wenn sie dir Spaß gemacht haben oder wichtig waren, kann dein Gehirn sie besser behalten. Du kannst dein Hörverstehen verbessern, wenn du vor dem Schlafengehen und dann in der Nacht dieselben deutschen Sätze hörst. Dein Gehirn gewöhnt sich an die Klänge. Vielleicht verstehst du nicht alles, aber es wird leichter. Das nennt man passives Lernen. Es ist langsam, aber echt. Du kannst dich sicherer fühlen, wenn dein Gehirn hört. Nachts wird die Sprache normaler und weniger beängstigend. Diese Ruhe hilft dir später beim Sprechen. Denk also daran. Du kannst Grammatik nicht im Schlaf lernen. Du kannst im Schlaf nicht fließend sprechen. Aber du kannst dein Gedächtnis, dein Hörverstehen und dein Vertrauen stärken. Nutze das Lernen im Schlaf klug. Lerne tagsüber Deutsch. Höre abends sanfte Geschichten. Wiederhole sie oft. Lass die Wörter wie sanften Regen in dein Gehirn fallen. Kapitel 4
Bereite dein Gehirn vor dem Schlafengehen vor. Der Tag ist vorbei, du liegst im Bett. Du bist müde, dein Zimmer ist ruhig. Diese Zeit ist besonders. Was du in den letzten 20 Minuten vor dem Schlafen tust, kann deinem Gehirn helfen, sich Deutsch besser zu merken. Lernen im Schlaf hängt nicht nur davon ab, was du im Schlaf hörst, sondern auch davon, was dein Gehirn kurz vor dem Einschlafen sieht und fühlt. Das ist das Geheimnis. Die meisten wissen das nicht, aber jetzt weißt du es. Was sollst du zuerst tun? Beruhige deinen Körper. Kein Stress, keine Nachrichten, kein Lärm. Wenn dein Kopf voll ist oder du zu viel anschaust, hört dein Gehirn kein Deutsch. Es behält nichts. Dein Geist soll ruhig sein, wie ein leerer Raum mit offenem Fenster. Setz dich auf dein Bett. Schließe die Augen. Atme langsam. Spüre die Ruhe. Das hilft deinem Gedächtnis. Dann wähle aus, was du hören oder lesen willst. Wähle etwas Leichtes. Nimm nichts Neues oder Schwieriges. Das fühlt sich wie Arbeit an und dein Gehirn mag das nicht. Nimm vor dem Schlafen etwas, das du schon gelernt hast. Eine kleine Geschichte, einen kurzen Podcast oder ein paar bekannte Wörter. Es soll klar, kurz und einfach sein. Zum Beispiel hast du am Tag gelernt: Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich putze mir die Zähne, ich trinke Tee. Ich gehe zur Arbeit. Du hast es dir 1- oder 2-mal angehört. Jetzt hör es dir am Abend wieder an. Ganz langsam. Warum etwas wiederholen, das du schon weißt? Weil dein Gehirn Wiederholungen liebt. Einmal ist nicht genug. Es ist wie eine Pflanze, die du gießt. Du musst es immer wieder tun. Schlaf ist die beste Zeit, um dein Gehirn zu gießen. Ein kleiner Tipp von mir: Ich habe abends ein kleines deutsches Notizbuch neben meinem Bett. Ich schreibe dort Sätze auf, die mich berühren. Zum Beispiel: Keine Angst, du schaffst das. Ich versuche es morgen noch einmal. Dann schließe ich das Notizbuch und höre mir dieselben Sätze als Audio an. Manchmal ist es meine eigene Stimme, manchmal ein Podcast. Die Lautstärke ist leise. Mein Körper schläft, aber mein Gehirn hört zu. Brauchst du eine App? Nein. Nutze einfache Dinge, dein Handy, ein Diktiergerät, YouTube oder kostenlose Podcasts. Alles soll ruhig und klar sein. Leise Musik im Hintergrund kann helfen, aber keine laute oder traurige Musik. Sie kann dich wecken. Dein Gehirn soll schweben, nicht tanzen. Arbeite nicht hart vor dem Schlafen. Das ist nicht das Ziel. Du willst nichts Neues lernen. Du willst sanft wiederholen, wie wenn du deinem Deutsch Gute Nacht sagst. Und noch etwas: Lächle, auch wenn du müde bist. Wenn du lächelst, während du Deutsch hörst, erinnert sich dein Gehirn besser. Es verbindet gute Gefühle mit den Wörtern. Das macht Erinnerungen stärker. Denk also daran: Lerne am Tag. Wiederhole sanft in der Nacht.
So wird dein Schlaf dein Freund, ein leiser Lehrer der Nacht. Kapitel 5 Was du beim Schlafen hören solltest. Du liegst im Bett, das Licht ist aus. Dein Körper ruht, aber im Hintergrund spricht eine sanfte Stimme. Sie sagt Wörter und Sätze auf Deutsch. Das ist passives Zuhören, das ist Lernen im Schlaf. Doch was solltest du genau hören? Nicht jedes Deutsch ist gut zum Einschlafen. Manche Audios sind zu schnell, andere sind zu langweilig oder zu schwer. Dein Gehirn ist im Schlaf nicht voll wach. Es braucht einfaches, leises und vertrautes Deutsch. So funktioniert es am besten. Wähle eine langsame deutsche Geschichte. Geschichten haben Gefühle. Sie haben einen Rhythmus. Sie helfen deinem Gehirn, Verbindungen zu schaffen. Wähle eine Geschichte, die du schon am Tag gehört hast. Zum Beispiel eine Geschichte über jemanden, der Deutsch lernt, oder über ein Mädchen, das 2 Sprachen spricht. Es ist noch besser, wenn du das Ende schon kennst. Während du schläfst, merkt sich dein Gehirn den Klang und die Stimmung. Du kannst auch 2 kurze Sätze auf Deutsch nehmen. Zum Beispiel, ich spreche Deutsch. Ich mache jeden Tag Fortschritte. Ich liebe es, Deutsch zu lernen. Du kannst sie online finden oder selbst aufnehmen. Spiele sie in einer Schleife ab. Sie werden Teil deiner Nacht. Am Morgen bleiben sie in deinem Gedächtnis, sanft, aber fest. Du kannst auch Deutsch mit leiser Musik hören. Manche Audios mischen sanftes Deutsch mit ruhiger Musik. Das macht es angenehmer, aber vermeide Musik mit starkem Rhythmus oder lauten Geräuschen. Wähle lieber sanfte Töne wie Wind oder ein leises Klavier. Vor dem Schlafen kannst du 2 oder 3 Minuten lang laut mitsprechen. Danach spielst du dieselbe Audiodatei im Schlaf ab. Das zeigt deinem Gehirn, dass es wichtig ist. Es stärkt dein Kurz- und Langzeitgedächtnis. Was solltest du vermeiden? Zu schnelle oder stressige Nachrichten. Schwierige Podcasts mit vielen Themen. Grammatiklektionen. Regeln bringen im Schlaf nichts. Neue Inhalte helfen auch nicht. Das Gehirn lernt im Schlaf nicht von Null. Halte die Lautstärke niedrig. Nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Wenn dich das Audio aufweckt oder du seltsam träumst, stell einen Timer. Er kann nach 30 bis 60 Minuten stoppen. Wähle auch eine Stimme, die dir gefällt. Wenn dir deine eigene Stimme gefällt, nimm sie auf. Wenn dich eine ruhige Podcast-Stimme entspannt, nutze sie. Die Stimme ist wichtig. Sie hilft deinem Gehirn, sich zu beruhigen. Kapitel 6 Ein echter Plan zum Lernen im Schlaf. Jetzt machen wir es einfach. Du weißt, wie es funktioniert. Du kennst die Ideen. Jetzt brauchst du einen klaren Plan. Etwas, das du jeden Tag tun kannst, auch wenn du müde bist. Es geht nicht darum, härter zu lernen. Es geht darum,
klüger zu lernen. Lerne sanft, damit dein Deutsch wächst. Kein Stress, kein Druck, auch nicht im Schlaf. Morgens zwischen 7 und 8 Uhr wache mit Deutsch auf. Dein Gehirn ist frisch. Schau nicht sofort auf dein Handy. Keine Nachrichten. Keine Apps. Höre 5 Minuten lang einfaches Deutsch. Du kannst beim Zähneputzen eine langsame Geschichte hören oder 2, 3 Sätze aus deinem kleinen Deutschheft lesen. Versuch nicht zu lernen. Genieße es einfach. Lass die deutschen Wörter dein Gehirn sanft wecken. Es ist kein Unterricht. Es ist Frühstück für dein Gehirn. Mittags zwischen 12 und 13 Uhr wiederhole kurz. Wenn du 5 Minuten Zeit hast, hör dasselbe Deutsch wie am Morgen. Du musst nicht aktiv lernen. Hör einfach noch einmal zu. Beim Essen, Spazieren oder Ausruhen. Dein Gehirn denkt, oh ja, das kenne ich. Wiederholung ist der Schlüssel. Abends zwischen 19 und 20 Uhr mach eine leichte Übung. Nimm dieselben Sätze oder dieselbe Geschichte. Sei diesmal etwas aktiver. Sprich sie laut. Wiederhole sie mit der Audio. Oder schreib sie in dein Notizbuch. Dein Gehirn merkt, das ist wichtig. Du kannst dich auch selbst aufnehmen. Sag 3 bis 5 kurze Sätze und hör sie dir wieder an. Lächle. Dein Deutsch wird langsam besser. Vielleicht merkst du es nicht sofort, aber dein Vertrauen wächst. Zwischen 21 und 22 Uhr. Bereite dich auf den Schlaf vor. Keine Bildschirme, kein schweres Lernen. Setz dich ruhig hin. Atme langsam. Öffne dein Notizbuch. Lies 3 Sätze, die dir heute gefallen haben, oder hör dieselbe kurze Audio noch einmal. Füge nichts Neues hinzu. Dein Gehirn bereitet sich vor, sich an die guten Dinge zu erinnern. Spüre die Ruhe. Sag deinem Gehirn, Deutsch ist angenehm. Deutsch ist leicht. Zwischen 22 und 23 Uhr. Schlafenszeit. Es kann deine eigene Stimme sein, eine sanfte Geschichte oder ein ruhiger Podcast. 60 Minuten sind genug. Während du einschläfst, hört dein Gehirn leise zu. Es wiederholt in deinen Träumen. Das ist Lernen im Schlaf. Wenn du morgens keine Zeit hast, flüstere nur einen Satz auf Deutsch. Abends, wenn du müde bist, ist das egal. Schließe die Augen. Dein Gehirn macht den Rest. Nutze 3 bis 5 Tage dieselbe Geschichte oder dieselben Sätze. Wechsel nicht zu schnell. Lass die Wörter ein Teil von dir werden. Du kannst eine kleine Geschichte nehmen, 1 bis 2 Minuten lang, mit 5 einfachen Sätzen. Deine eigene Stimme ist ideal. Oder ein sanfter Podcast auf Deutsch. Oder eine Wortschleife mit bekannten Wörtern. Es ist nicht schwer, es ist ruhig. Es ist leicht wie Wasser. Es formt dein Gehirn Stück für Stück. Du musst nicht alles perfekt machen.
Mach jeden Tag einen kleinen Schritt. Jeder kleine Schritt hilft. Deutsch lernt man nicht mit Druck, sondern mit Rhythmus. Kapitel 7 Häufige Fehler beim Lernen im Schlaf. Viele Menschen sind begeistert, wenn sie vom Lernen im Schlaf hören. Es klingt einfach, wie eine Abkürzung. Sie lassen die ganze Nacht deutsches Audio laufen. Sie warten auf ein Wunder. Doch nach ein paar Tagen merken sie, es funktioniert nicht. Dann hören sie auf. Hier sind die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest. Fehler 1. Du hörst im Schlaf neue oder schwere Inhalte. Dein Gehirn kann im Tiefschlaf nichts Neues lernen. Wenn du komplizierte Podcasts oder Grammatik hörst, versteht dein Gehirn sie nicht. Es ignoriert sie. Lösung: Hör nur Inhalte, die du schon kennst. Schlaf ist zum Wiederholen, nicht zum Entdecken. Fehler 2. Du hörst die ganze Nacht. Manche lassen das Audio 6 oder 7 Stunden laufen. Das stört den Schlaf. Dein Gehirn braucht Ruhe. Lösung: Hör 30 bis 60 Minuten Deutsch. Dann lass dein Gehirn schlafen. Fehler 3. Du änderst jeden Abend die Audio. Einmal eine Liebesgeschichte, dann einen Business-Podcast, dann Grammatik. Das verwirrt dein Gedächtnis. Lösung: Hör 3 bis 5 Nächte dieselbe Datei. So bleibt sie im Kopf. Fehler 4. Du nutzt laute oder schnelle Inhalte. Viele Videos haben Musik, starke Stimmen oder Emotionen. Das ist schlecht für dein schlafendes Gehirn. Lösung: Hör ruhige Stimmen. Kein Stress, kein Tempo, nur sanftes Deutsch wie eine gute Nachtgeschichte. Fehler 5. Du glaubst an Zauberei. Manche denken, sie werden ohne Übung fließend. Nur hören, kein Lesen, kein Sprechen. Das ist falsch. Lernen im Schlaf ist nur eine Hilfe. Du musst auch tagsüber lesen, hören und sprechen. Tag und Nacht arbeiten zusammen. Fehler 6. Du wählst langweilige Inhalte. Viele sagen, es ist egal, was sie hören, weil sie schlafen. Doch das stimmt nicht. Dein Gehirn fühlt auch im Schlaf. Lösung: Wähle Inhalte, die dir gefallen. Etwas, das dich beruhigt oder zum Lächeln bringt. Dein Gehirn merkt sich Freude, auch im Schlaf. Kapitel 8. Kann Lernen im Schlaf dir helfen, Deutsch zu sprechen? Die große Frage: Kann Lernen im Schlaf dir helfen, besser Deutsch zu sprechen? Du willst sicher sprechen. Du willst frei reden, ohne Stress. Hilft es also im Schlaf Deutsch zu hören? Ja, aber nicht wie Magie. So funktioniert es wirklich. Leichtes Sprechen kommt nicht durch Grammatik oder dicke Bücher. Es kommt, wenn die Wörter von selbst kommen. Das nennt man automatische Reaktion. Lernen im Schlaf hilft dir genau dabei. Es macht dich vertraut mit deutschen Wörtern. Stell dir vor, du hörst jeden Abend dieselbe Geschichte. Am Anfang verstehst du 60%, nach ein paar Nächten 90%. Die Wörter werden ein Teil von dir. Du lernst sie nicht hart. Du nimmst sie einfach auf. Du hörst sie oft, ruhig und sanft, mit geschlossenen Augen.
Und eines Tages beim Sprechen kommen sie von allein, wie ein Geschenk deines Gehirns. Das ist keine Magie, es ist dein Gedächtnis. Dein Gehirn lernt besser, wenn du entspannt bist. Und Schlaf ist die entspannteste Zeit. Lernen im Schlaf bringt dir nichts Neues. Es stärkt, was du schon weißt. Es macht schwache Erinnerungen stark. Und das gibt dir Sicherheit. Wenn du jeden Abend Deutsch hörst, sagt dein Gehirn, das ist normal, ich kann das. Du hast weniger Angst zu sprechen. Du fühlst dich bereit, dein Gehirn lernt auch Strukturen. Wenn du zum Beispiel Ich will gehen hörst, merkt es sich die Reihenfolge der Wörter. Ohne Grammatikregeln, nur durch sanfte Wiederholung. So lernen Kinder sprechen. Lernen im Schlaf bringt diese natürliche Art zurück. Aber denk daran, du musst trotzdem sprechen. Schlaf bewegt deinen Mund nicht. Doch er hält die Wörter bereit, um herauszukommen. Dein Tag und deine Nacht sollen zusammenarbeiten. Morgens lernst du. Abends wiederholst du. Nachts verarbeitet dein Gehirn die Laute. Am nächsten Tag sprichst du leichter. Es ist eine langsame, sanfte Veränderung. Doch sie ist echt. Dein Geist ist wie ein Garten. Die deutschen Wörter, die du hörst, sind kleine Samen. Nachts, während du schläfst, wachsen sie. Nicht laut, nicht schnell, sondern tief und fest. Das beste Lernen geschieht leise. Höre heute Abend eine kleine Geschichte auf Deutsch. Lächle. Entspanne dich. Lass dein Gehirn den Rest tun. Morgen wird dein Deutsch ein Stück besser sein. So wächst es.